Es gibt Menschen, die dich auf eine Art und Weise irritieren, die sich schwer erklären lässt. Nicht, weil sie dich offen angreifen, nicht, weil sie etwas Konkretes getan haben, das sich benennen ließe, sondern weil allein ihre Anwesenheit etwas in dir auslöst, eine Reibung, eine Spannung, manchmal sogar eine stille Wut, die unverhältnismäßig stark wirkt im Vergleich zu dem, was diese Person tatsächlich getan hat. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, jemanden zu beobachten und zu denken, wie kann jemand so sein? Wie kann jemand so egozentrisch sein, so arrogant, so oberflächlich, so feige, und gleichzeitig dieses seltsame, unbehagliche Gefühl zu spüren, dass die Intensität deiner Reaktion irgendwie nicht ganz stimmt, dass da mehr dahinter steckt, als du zugeben möchtest. Diese Frage, warum manche Menschen uns auf eine Weise berühren, die weit über das Vernünftige hinausgeht, ist eine der tiefsten Fragen, die die Psychologie kennt. Und Carl Jung gab ihr eine Antwort, die so unbequem ist, dass die meisten Menschen sie lieber ignorieren. Was dich an anderen am stärksten stört, existiert in dir selbst. Nicht als Schuld, nicht als Verurteilung, sondern als Tatsache der menschlichen Psyche. Jung nannte dieses Phänomen Projektion. Und er meinte damit nicht das, was das Wort im Alltag oft bedeutet, das bewusste Übertragen von Gefühlen auf andere. Er meinte etwas viel Grundlegenderes, viel Verstörenderes. Wir projizieren unbewusst jene Teile von uns selbst auf andere Menschen, die wir nicht in uns sehen können, weil wir sie nicht sehen wollen. Weil wir sie irgendwann entschieden haben, nicht zu sein. Das klingt abstrakt, aber es wird sehr konkret, wenn du anfängst, es in deinem eigenen Leben zu suchen. Denk an die Person, die du am meisten verachtest. Nicht die Person, die dich einmal verletzt hat, das ist eine andere Geschichte. Die Person, deren bloßes Verhalten dich reizt, deren Art zu sprechen, zu denken, zu existieren dir unter die Haut geht. Was ist es genau, das dich an ihr stört? Kannst du es benennen? Versuche es. Sei ehrlich. Nicht das, was du sagen würdest, wenn jemand zuhört, sondern das, was du wirklich denkst, wenn du allein bist. Arroganz vielleicht, Egoismus, Selbstgefälligkeit, Feigheit, Schwäche, Kontrollbedürfnis, Überheblichkeit. Und jetzt kommt die Frage, die wirklich unbequem ist. Gibt es einen Teil von dir, einen kleinen, vielleicht sehr gut versteckten Teil, der genau diese Eigenschaft kennt, der sie vielleicht sogar wünscht, aber sich nicht erlaubt, sie zu zeigen? Jung glaubte, dass die Antwort fast immer ja ist. Der Schatten, das ist das Konzept, das Jung für genau diesen Teil der menschlichen Psyche entwickelte. Der Schatten ist nicht das Böse in uns. Er ist das Unterdrückte, das Verbotene, das, was wir als Kinder gelernt haben, wegzuschieben, weil es nicht akzeptiert wurde, weil es gefährlich schien, weil die Menschen um uns herum, Eltern, Lehrer, Gesellschaft uns signalisierten, das darfst du nicht sein. Das Kind, das zu wütend war und lernte, die Wut zu verstecken. Das Kind, das zu viel wollte und lernte, bescheiden zu wirken. Das Kind, das zu ehrgeizig war und lernte, sich zurückzuhalten. Das Kind, das zu laut war, zu selbstbezogen, zu bedürftig und lernte, keines dieser Dinge zu sein. Diese unterdrückten Teile verschwinden nicht. Sie werden zu dem, was Jung den Schatten nannte. Und der Schatten hat eine sehr spezifische Art, sich zu äußern, durch Projektion. Er zeigt sich in der Intensität unserer Reaktionen auf andere Menschen. Er spricht in dem Moment, in dem wir denken, ich könnte niemals so sein. Ich bin nicht so. Ich wäre niemals so. Denn genau dort, wo wir am lautesten Nein sagen zu einer Eigenschaft, genau dort wartet oft der Schatten. Stell dir einen Menschen vor, der sich zutiefst als bescheiden definiert, der Demut als zentralen Wert seines Lebens betrachtet und der gleichzeitig eine fast irrationale Abneigung gegen arrogante Menschen empfindet. Eine Abneigung, die über das normale Missbehagen hinausgeht, die sich anfühlt wie Verachtung, manchmal sogar wie Ekel. Was Jung in dieser Konstellation sehen würde, ist nicht die Tugend der Bescheidenheit. Er würde sehen, einen Menschen,
der einen tiefen Wunsch nach Anerkennung, nach Geltung, nach dem Gesehenwerden so tief in seinen Schatten gedrängt hat, dass er ihn nur noch durch die Verurteilung anderer spüren kann, der in der arroganten Person nicht einfach jemanden sieht, der sich falsch verhält, sondern einen Menschen, der das lebt, was er sich selbst verboten hat. Das ist eine erschreckende Erkenntnis. Ich weiß, aber lass sie kurz wirken, bevor du sie abwehrst. Es gibt eine Faustregel in der Jungschen Psychologie, die man sich merken sollte. Die Stärke einer negativen emotionalen Reaktion auf jemand anderen ist oft proportional zur Tiefe der Projektion. Das bedeutet, je stärker dich jemand stört, je mehr deine Reaktion über das situativ Angemessene hinausgeht, desto wahrscheinlicher ist es, dass du etwas von dir selbst in dieser Person siehst, ohne es zu wissen. Das verändert die Frage. Nicht mehr, was stimmt nicht mit dieser Person, sondern, was zeigt mir diese Person über mich selbst? Diese Verschiebung ist keine Kleinigkeit. Sie ist eine der fundamentalsten Veränderungen in der Art, wie ein Mensch die Welt wahrnimmt. Und sie ist nicht angenehm. Denn sie bedeutet, dass jeder Mensch, der dich wirklich ärgert, ein potenzieller Spiegel ist. Ein ungebetener, oft unwillkommener Spiegel, aber ein Spiegel. Und Spiegel zeigen nicht immer, was wir sehen wollen. Hier liegt auch einer der tiefsten Gründe, warum zwischenmenschliche Konflikte so hartnäckig sind. Warum zwei Menschen sich manchmal jahrelang gegenseitig das Leben schwer machen, ohne dass einer von beiden wirklich versteht, warum. Weil beide Seiten projizieren. Weil beide Seiten in dem anderen etwas sehen, das sie in sich selbst nicht sehen können oder wollen. Und weil der Konflikt dadurch nie wirklich über das geht, worum er zu gehen scheint, sondern immer über das, was darunter liegt. Jung schrieb einmal, dass wir nie wirklich mit anderen Menschen streiten. Wir streiten mit unseren eigenen Projektionen auf sie. Das ist verstörend. Es ist auch befreiend. Wenn du das wirklich begreifst, nicht nur intellektuell, sondern in der Tiefe, dann verändert sich etwas in der Art, wie du Konflikte erlebst. Nicht weil du plötzlich alles akzeptierst. Nicht weil du keine Grenzen mehr setzt, sondern weil du anfängst zu fragen, was ist meins, in dem, was ich hier erlebe. Aber es gibt noch eine weitere Schicht in dieser Geschichte, die selten besprochen wird. Projektion geschieht nicht nur mit dem, was wir hassen. Sie geschieht auch mit dem, was wir bewundern. Die Bewunderung, die du für jemanden empfindest, die Faszination, die Anziehung, das Gefühl, dass diese Person etwas hat, das du nie haben wirst, ist oft ebenfalls eine Projektion. Nur in die andere Richtung. Du siehst in dieser Person einen Teil von dir selbst, den du noch nicht gelebt hast. Eine Fähigkeit, die du in dir trägst, aber nie entwickelt hast. Eine Freiheit, die du dir selbst verbietest. Jung nannte diesen Aspekt der Projektion den goldenen Schatten. Denn nicht alles, was in den Schatten verbannt wurde, ist dunkel. Manchmal haben wir auch das Strahlende in uns unterdrückt. Das Mutige, das Kreative, das Lebendige, weil es als zu viel galt, als zu ehrgeizig, zu auffällig, zu selbstbewusst. Und wenn wir dann jemanden treffen, der das lebt, offen, selbstverständlich, ohne Entschuldigung, dann reagieren wir mit dieser intensiven Mischung aus Bewunderung und Schmerz, die sich schwer benennen lässt. Weil in dieser Bewunderung die stille Trauer mitschwingt, das hätte auch ich sein können. Dieser Schmerz ist eine Information. Er zeigt dir, wo dein goldener Schatten lebt. Und das bringt uns zu der vielleicht wichtigsten Erkenntnis in diesem ganzen Gespräch. Das Ziel ist nicht, keine Projektionen mehr zu haben. Das ist nicht möglich. Projektion ist ein normaler, unvermeidlicher Teil der menschlichen Psyche. Das Ziel ist, die Projektionen zu erkennen, sie zurückzunehmen, den Teil von dir zurückzubeanspruchen, den du auf jemand anderem projiziert hast. Jung nannte diesen Prozess die Integration des Schattens. Und er war überzeugt, dass es einer der schwierigsten und wichtigsten Prozesse im menschlichen Leben ist. Nicht, weil er dich besser macht, im moralischen Sinne, sondern weil er dich echter macht. Ganzer, weil du aufhörst, deine eigene Energie im Widerstand gegen andere zu verbrauchen und anfängst, sie für dich selbst zu nutzen.
Was bedeutet das konkret? Es bedeutet nicht, dass du die Eigenschaften, die du an anderen abstoßend findest, plötzlich in dir willkommen heißen musst. Es bedeutet, dass du sie anschaust, dass du fragst, wo kenne ich das? Nicht als verurteilte Eigenschaft, sondern als menschliche Erfahrung. Wo war ich selbst egozentrisch, ohne es mir zu erlauben, es zu nennen? Wo hatte ich selbst den Wunsch, mehr Raum einzunehmen, und habe ihn unterdrückt? Wo war in mir selbst die Feigheit, die ich an anderen so scharf verurteile? Diese Fragen sind kein Selbstangriff. Sie sind eine Einladung zur Ehrlichkeit, zur wirklichen, rohen, ungeschönten Ehrlichkeit nicht gegenüber anderen, sondern gegenüber dir selbst. Und in dieser Ehrlichkeit liegt etwas Paradoxes. Die Menschen, die am meisten Mitgefühl mit anderen haben, die wirklich, tief und authentisch mit dem Leiden anderer in Kontakt sind, sind oft jene, die auch mit ihrem eigenen Schatten in Kontakt getreten sind, die gelernt haben, das Dunkle in sich zu sehen, ohne sich dafür zu verurteilen, weil sie wissen, das gehört dazu. Das ist menschlich. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Menschen, die ihren eigenen Schatten nie angeschaut haben, urteilen schärfer. Nicht, weil sie moralisch überlegen wären, sondern weil sie den Abstand brauchen. Den Abstand zwischen sich und dem, was sie in sich selbst nicht sehen wollen. Das Urteil ist eine Schutzfunktion des Schattens. Und hier liegt die vielleicht unbequemste Frage von allen. Wenn du an die Menschen denkst, die du am schärfsten beurteilst, nicht in deinem Leben, nicht konkrete Personen, sondern die Art von Menschen, die du grundsätzlich ablehnst, was sagt es über die Teile von dir, die du nie angeschaut hast? Nicht, was sagt es über sie. Was sagt es über dich? Sitz mit dieser Frage. Nicht, um sie zu beantworten. Nicht, um sie aufzulösen. Sondern um zu fühlen, was sie in dir bewegt. Denn in dieser Bewegung, in diesem leisen Unbehagen, das entsteht, wenn man wirklich ehrlich ist, da beginnt etwas. Nicht die Erleuchtung. Nicht die Transformation. Sondern ein erster, echter Blick in den Spiegel. Und vielleicht ist das genug. Für heute. Für diesen Moment. Wenn dieser Kanal ein Ort ist, an dem du bereit bist, solche Fragen zu stellen, Fragen, die keine einfachen Antworten haben, die aber wichtiger sind als alle, die leicht zu beantworten wären, dann abonniere jetzt. Aktiviere die Glocke, denn hier wird nicht erklärt, wie das Leben funktioniert. Hier wird gefragt, was das Leben über uns selbst verrät. Und manchmal ist eine einzige Frage der Beginn von allem.